Willkommen zu unserer Studie zum Vergleich von Android-Tastaturen ThumbKey vs. QWERTZ. Zur Einführung. QWERTZ ist die vorinstallierte Standard-Layout-Tastatur auf Android-Geräten, die wir auch schon von Schreibmaschinen damals und von Computern heute kennen. Im Vergleich dazu die ThumbKey, die extra für mobile Geräte entwickelt wurde, um sie mit einer Hand zu steuern. Und wir testen die beiden auf Usability und Effizienz. Kommen wir zum Ablauf unseres Projektes. Wir haben den Teilnehmern während der Studie 5 Minuten Zeit gegeben, sich an ThumbKey zu gewöhnen, haben ihnen dann einen Text diktiert, den sie tippen mussten, haben ihnen nochmal 10 Minuten gegeben und dann mussten sie noch einen Text tippen, einfach um eine Lernkurve zu erfassen. Und am Ende haben sie dann nochmal auf QWERTZ einen Text getippt und noch ihre Bewertung zu den beiden Tastaturen abgegeben. Es gab gewisse Einschränkungen, also einmal kann man sagen, dass sie nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung ist, weil wir nur 20- bis 30-Jährige hatten. Es gab nur eine sehr kurze Eingewöhnungszeit für ThumbKey. Es war eine manuelle Datenerhebung, was natürlich zu Abweichungen führen kann. Und die individuelle Schreibweise der Teilnehmenden wurde jetzt als Fehler markiert, aber ist natürlich nicht der Tastatur zuzuschreiben. Kommen wir zur Zielgruppe und den Benutzerprofilen. Wir hatten 16 Studierende, alle der HDM, 9 männlich, 7 weiblich davon, alle zwischen 20 und 30 Jahren alt, im Durchschnitt 24 Jahre und jeder mit fast 4,5 Stunden täglicher Handynutzung, was natürlich eine hohe Affinität zu den Tastaturen gibt. Zu den Ergebnissen. Also bei der Fehlerquote konnte man sehen, dass ThumbKey nicht so gut abgeschnitten hat. Da hat ThumbKey nach 15 Minuten sogar die Fehlerquote sich erhöht, obwohl sie mehr Übungszeit hatten. Also QWERTZ hat einfach am besten mit knapp nur einem Fehler pro 10 Wörter abgeschnitten und zeigt die höchste Effizienz. Bei der Tippgeschwindigkeit sieht man den Unterschied noch viel stärker, da QWERTZ mit mehr als doppelt so schnell abschnitt, wobei man beachten muss, dass nach den weiteren 10 Minuten Übung ThumbKey einen Anstieg von 22% gemacht hat, was eine sehr hohe Lernkurve zeigt. Aber trotzdem muss man sagen, dass QWERTZ einfach überlegen ist. Auch bei der subjektiven Bewertung wird das alles nochmal unterstrichen. Man sieht sehr stark, dass die Benutzer es einfacher fanden, viel zufriedener waren, treffsicherer waren und vor allem sich auch am schnellsten eingeschätzt haben bei QWERTZ. Kommen wir zum Fazit und zu Verbesserungsvorschlägen, die wir bekommen haben. Und zwar war QWERTZ natürlich viel schneller und fehlerärmer als ThumbKey, was wir eben gesehen haben. Somit wurde es auch viel besser bewertet. Das Lernpotenzial von ThumbKey ist trotzdem sehr hoch, hat man gesehen, selbst nach 10 Minuten 22% Anstieg ist schon sehr gut. Da kann man sich vorstellen, wie das nach wochenlanger täglicher Benutzung ist. QWERTZ wurde halt einfach generell besser durch Gewohnheit und Vertrautheit bewertet, da natürlich Veränderung etwas schwieriger ist meistens. Als Verbesserungsvorschlag wurde natürlich die Autokorrektur genannt, die in heutigen Tastaturen natürlich überall verbaut ist, wenn man sich sehr daran gewöhnt hat, sowie visuelle Rückmeldungen nach Knopfdrücken. Ein wichtiger Ansatz für zukünftige Forschung ist die Untersuchung der einhändigen Nutzung, da die ThumbKey-Tastatur natürlich besonders darauf aufgebaut ist. Zudem sollten deutlich längere Testzeiträume vorgesehen werden, um Lerneffekte besser sichtbar zu machen. Und die Einbeziehung breiterer Nutzergruppen, etwa älterer oder motorisch eingeschränkter Personen, kann natürlich auch helfen, die Usability der verschiedenen Layouts umfassend zu bewerten. Auch der Einfluss von Funktionen wie die Autokorrektur, wie gerade erwähnt wurde, sollte aber auch weiter untersucht werden, da diese im Alltag halt oft benutzt werden. Nicht zuletzt wäre es auch interessant, ThumbKey mit weiteren alternativen Tastaturen zu vergleichen, um natürlich sein Potenzial besser einordnen zu können. Somit danken wir für die Aufmerksamkeit.